Eine Nuke ist ja schon sehr schwer, aber eine Nuke auf Nuketown ist unmöglich, oder? Es hat jemand geschafft, Equa hat es geschafft und in diesem Video analysiere ich sein Gameplay bis ins kleinste Detail und erkläre euch, warum er es geschafft hat. Und glaubt mir, es sind Tipps dabei, die habt ihr so noch nicht gesehen, ziemlich sicher. Viel Spaß! Für die, die mich noch nicht kennen, kurze Vorstellung, auf meinem Kanal dreht sich alles darum, besser im Shooter allgemein zu werden, aber auch besser in Call of Duty. Da analysiere ich unter anderem Pros, mein eigenes Gameplay und auch euer Gameplay. Wenn ich euch mal analysieren soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Ganze gefällt, was ihr seht, könnt ihr mich gerne unterstützen, denn über 70% von euch schauen mich regelmäßig, haben mich aber noch nicht abonniert. Holt das gerne nach. Vielen Dank. Okay, zuerst werfen wir einen kleinen Blick in seine Ausrüstung, denn das ist wirklich sehr entscheidend und sehr wichtig auch für eine Nuke. Die ist nicht ohne Grund so, wie sie ist. Die hat er ganz bewusst gewählt. Das erklärt er auch in seinem Video. Also fangen wir mal mit den Perks an. Er hat grundsätzlich die roten Perks genommen und eigentlich so alles auf Bewegung getrimmt. Und man sieht beim ersten Perk, das ist, soweit ich weiß, reduziert das die Waffenbewegung beim Sprinten, Rutschen und man hat dadurch auch keinen Sturzschaden. Das ist vielleicht zweitrangig jetzt. Ja, Double Time, auch ganz klar einfach längerer Taktik-Sprint. Und am Ende hat man natürlich dadurch, dass man dieselbe Farbe von allen drei Perks hat, auch einen Bonus-Perk, in dem Fall den roten, und das ist der Vollstrecker. Und der sorgt einfach dafür, dass man nach einem Kill eine schnellere Bewegungs- und auch Gesundheitsregeneration hat. Und on top hat er bei der Wildcard die gewählt, dass er noch ein Perk mehr nehmen kann. Da hat er das grüne Perk gewählt und damit bekommt man einfach weniger Schaden bei Explosive, also bei Granaten und so weiter. Und auch das, wir alle kennen es, wie oft wird man random von der Granate geholt, die über die ganze Map fliegt. Hab gestern selber noch 3 damit mit einer Granate geholt. Also auch ein sehr wichtiges Perk. Und die Waffe C9, solide, gute Waffe, auch auf Bewegung getrimmt. Also er ist sehr schnell unterwegs. Also im nächsten Zuge will ich auch mal auf die Abschussserie von ihm eingehen. Und zwar sehen wir unten, er hat die Drohne, Konterdrohne und den Orbi. Und das ist absolut entscheidend für eine Nuke. Also bei der Nuke ist es halt wichtig, Informationen zu gewinnen, und zwar übers Radar. Und es nutzt dir nichts, wenn du eine Kill-Abschussserie wie den Wachhund-Heli hast, weil die Kills zählen nicht für die Nuke. Das ist auch der Grund, warum er das praktisch nicht hat. Und gerade die Drohne und vor allem der Orbi ist extrem wichtig. Weil mit dem Orbi seht ihr ja nicht nur, auf welcher Ebene der Gegner ist, sondern ihr seht auch, in welche Richtung er schaut. Und vor allem ist das auch nicht verzögert, ganz wichtig. Also wenn ihr jetzt mal oben... Er sagt auch hier, by the way, dass die Richtung der Pfeile noch falsch angezeigt wird, was auch dafür widerspricht, wie oft er aufs Radar guckt, fällt ihm sofort natürlich auf. Ich mache ganz kurz Pause, wir sehen das hier schön. Wir haben hier jetzt 2 rote Pfeile, einen blauen Pfeil, und der rote Pfeil vor ihm hat gar keinen kleinen weißen Pfeil dabei, weil er auf seiner Ebene sich befindet. Der andere rote geht da gerade hinten außen die Treppe hoch oder ist schon oben und hat somit einen Pfeil nach oben. Und das gleiche kann er bei seinem Mate, dem blauen Pfeil, auch beobachten. Das heißt, er weiß, auf welche Ebene er ist, und er weiß auch, in welche Richtung der Pfeil guckt, also wo der Gegner hinguckt. Wobei das halt noch verbuggt ist, wo er sich gerade darüber aufgeregt hat. Und dann habe ich euch noch einen wertvollen Tipp für euch. Erstmal so die Einsteiger-Tipps: Macht das Radar auf jeden Fall eckig, weil mit eckig sieht man ja effektiv auch einfach mehr. Und macht das auch größer, also man kann nicht dass es rauszoomt, sondern insgesamt größer machen. Und auch über die HUD-Grenzen kann man es einstellen, dass es weiter nach innen rückt. Und auch so, dass der Weg des Auges nicht so weit ist. Kann ich euch nur ans Herz legen und empfehlen. Das macht man in den HUD-Einstellungen. Und ja, da würde ich ja sogar Equa hier den Tipp geben, aber ich vermute mal, das hat sich wieder umgestellt. Er hatte keinen Bock, das wieder auf eckig zu stellen. Das hat sich bei mir auch schon 1-2 Mal so umgestellt. Außerdem noch ein Tipp für euch, was mir aufgefallen war. Bei mir war es so, ich habe die Gegner vorher gelb, also dass die gelb dargestellt werden, gemacht, weil ich dachte, ich sehe das besser. Es hat aber einen Nachteil. Und zwar ist es so, jetzt hat er gerade einen Orbi gezogen, aber wenn du eine normale Drohne hast, dann sind die Gegner als Punkte dargestellt und auch verzögert, wie gesagt, ne? Wir finden immer so Radarwellen statt, so alle 1-2 Sekunden, und dann weiß man, wo die Position des Gegners ist. Aber es wird dir nicht angezeigt, beziehungsweise wird schon angezeigt, auf welcher Ebene es ist. Da befindet sich auch so ein kleiner Pfeil neben den roten Punkten. Es sei denn, er ist auf derselben Ebene, wie man das hier sehen kann, ja. Also der leuchtende rote Punkt hat keinen Pfeil, ist auf derselben Ebene. Aber er leuchtet, das hat so einen Neon-Effekt. Das bedeutet,
der Gegner ist ja auf derselben Ebene wie er. Ist der nicht auf derselben Ebene wie hier, das konnte man gerade kurz sehen, ich warte auf eine nächste Situation, dann ist das so eine andere Farbe, sondern ja so eine normale rote Farbe. Das werden wir jetzt sicher sehen, wenn er hochgeht, zieht eine Drohne, stopp. Jetzt haben wir nämlich nicht diese leuchtende Farbe, sondern die rote Farbe und halt noch einen kleinen Pfeil daneben. Aber der Pfeil, da muss man schon genauer hingucken und im Stress der Situation ist das etwas schwierig. Wenn ihr aber die Farbe ändert auf gelb, dann gibt es diesen Unterschied nicht zwischen leuchtend und nicht leuchtend. Oder er ist halt nur wenig sichtbar, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass der Unterschied nicht da war. Deswegen meine Empfehlung, lasst die Farben, wie sie sind, beziehungsweise zumindest mal die gegnerischen Farben. Ja, damit ihr praktisch diesen Leucht- und Nicht-Leucht-Effekt habt und einfach schneller erkennt, okay, der Gegner ist nicht auf meiner Ebene oder er ist eben auf meiner Ebene. Wenn wir einmal beim Thema Radar sind, schaut mehr aufs Radar. Das ist wirklich absolut essentiell, absolut entscheidend. Ich würde sagen, Eckball schaut bestimmt 30% seiner, ich sag mal, Augenzeit aufs Radar und die 70% dann eben auf den Rest des Bildschirms, auf das Geschehen. Eignet euch das an. Und vor allem, wenn ihr tot seid und ihr spawnt, das erste, was ihr machen solltet im Multiplayer, ausnahmslos, immer, ist aufs Radar zu gucken. Sofort Informationen sammeln. Wenn man Informationen hat, kann man einen Plan schmieden und den umsetzen, ja? Ihr kennt das, die mich verfolgen, das ist ja bei Warzone noch viel wichtiger, dass man eben immer alle Informationen sammelt, die auch, ja, zu deuten weiß, und auch wirklich das Radar in sich verstanden hat, ja. Wir sehen ja bei dem Radar zum Beispiel auch nicht nur die Punkte bzw. Pfeile, sondern am Rand des Radars sehen wir auch nochmal so Striche, so leuchtende. Das heißt, aus der Richtung weiß man dann, kommen die Gegner, obwohl sie in dem Radar selbst noch gar nicht zu sehen sind. Auch so ein Link. Ja, also das einmal verstanden haben und wirklich nutzen. Er hat jetzt netterweise mal seine Handcam dabei, da sehen wir schon, er hat eine 60% Tastatur, habe ich auch. Dass man mehr Platz hat auf dem Mauspad, das ist ja auch ganz wichtig, habt ein vernünftiges Mauspad und viel Platz, ganz klar. Und wir sehen auch, ja, seine Maus und er hat da, glaube ich, die Wireless G Pro. Ist eine solide Maus, habe ich früher auch gespielt, kann ich auch empfehlen. Ja, macht man nichts falsch mit, es gibt bessere, aber damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Und seinen Handgriff kann man mal sehen, er hat auf jeden Fall nicht so einen Fingertipp, sondern so flach aufliegend. Das ist bei mir beispielsweise auch so. Und er hat eine relativ hohe Sense, ne, wie man sehen kann. Also er bewegt sich sehr schnell. Und das ist ja auch ein Riesenvorteil von ihm. Er ist sehr präzise und auch sehr schnell. Also dass er so eine High Sense spielt, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber hat viele Vorteile, wie dass er sich eben sehr schnell drehen kann. Ne? Das sieht man auch, wenn eine Granate kommt. Und auch jetzt hier, ja, kommt die Granate, zack, direkt weggerannt. Das ist übrigens Thema Kurzzeitentscheidung, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ne, durch die Sense ist er einfach super schnell. Game Sense, einmal ganz kurz erklärt, ganz grob, das erkläre ich immer, es gibt die Langzeit- und Kurzzeitentscheidungen, ja. Die Langzeitentscheidungen sind so die strategischen Entscheidungen, ja. In Warzone ist es so, dass man spätestens dann, wenn die Wiederauferstehung beendet ist, sich nach einer Powerposition umschaut, die in der Mitte der Zone ist mit Deckung, dass man da frühzeitig hinrotiert, um dann gegen Endgame eine gute Position zu haben, ja, strategisch gute Entscheidungen frühzeitig zu treffen. Das ist ja im Leben immer so, macht man da auch, ja. Das gehört auch zur Game Sense. Zur Game Sense gehört natürlich noch mehr. Die Kurzzeitentscheidung aber ist auch ein Teil der Game Sense und das ist wirklich schwer zu erlernen. Da geht es nämlich darum, dass man schnelle Entscheidungen trifft, wie man jetzt, glaube ich, hier auch sieht. Er geht um die Ecke, schießt und sofort wieder weg. Ja, manchmal gibt es Situationen, wo er sieht, er kann den Fight nicht gewinnen und blitzschnell reagiert er dann und haut wieder ab. Ne? Also das macht er extrem gut und das ist natürlich auch die Erfahrung, die er hat. Ne? Er hat ihn auch gekillt und direkt wieder weg. Also nach jedem Kill auch immer, ja, Land gewinnen, sage ich immer. Auch hier, hat gesehen, dass er da ist, kurz weggeslidet, Stim gezogen, wieder zurück. Richtige Kurzzeitentscheidung getroffen, daraus gehandelt. Ne? Etwas Unerwartetes gemacht. Das ist halt aber auch einfach sehr schwer zu erlernen, beziehungsweise kann ich euch nur einen Tipp geben. Üben, üben, üben und vor allem dranbleiben, ja? Nicht frustriert aufhören, dranbleiben, das ist das Allerwichtigste. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Talent habt, dann geht es natürlich schneller, als wenn ihr vielleicht nicht so viel Talent habt, ja, oder nicht mehr so die Reaktionen habt. Aber erlernen kann es alle bis zum gewissen Grad und ich sag mal, im Casual wird man damit erfolgreich, wenn man es übt und dranbleibt. Hier, Thema Map-Kenntnisse auch, wie er gerade außen da den Balkon hochgegangen ist, ne? Das ist halt auch, er nutzt halt auch wieder seine ganze, ja, nutzt alles aus. Das muss man wissen, dass man da hoch kann und
damit kann man dann wieder etwas Unerwartetes tun. Also das ist wirklich stark. Ja, und Thema Map-Kenntnisse habe ich gesagt. Was ich noch sagen will, da kommt Map-Kenntnisse auch wieder so ein bisschen. Er positioniert sich halt auch immer so, dass er schnell wegkommt, ja. Dass selbst wenn er dann den Fight nicht gewinnt, dass er trotzdem noch irgendwie wegkommt. Das hat er hier gerade zum Beispiel nicht gemacht, ne? Er rutscht da einfach rein. Ja, klar. Das war klar. Dazu möchte ich auch noch mal was zur Lobby sagen. Viele von euch behaupten wahrscheinlich, sowas ist sowieso nur mit einem netten Lobby möglich. Ja, sage ich auch. Es ist in der normalen SBMM-Lobby, ist es eine Nuke zu spielen sehr, sehr schwer. Man sieht das aber auch bei allen anderen Pros. Die haben meistens dann, entweder sind sie im Team und haben einen Neffen, oder wie Ekwa ich jetzt hier vermute, ich glaube nicht, dass er einen Neffen hat. Er hat aber trotzdem eine Lobby, die für seine Verhältnisse mal eher leicht bis mittelschwer ist, sage ich mal. Er ist eindeutig der beste Spieler hier, ne? Das sieht man auch, wie er sich hier bewegt, relativ offen. In der Schwitzer Lobby, da wäre jeder Winkel ja, blockiert sozusagen. Auch hier, da wäre er down gewesen bei einer krassen Lobby. Er ist bei 27, Leute. Und jetzt wird er natürlich auch sehr konzentriert. Kurzzeitentscheidung richtig getroffen. Nate war da, sofort weggerannt. Er nutzt jetzt auch das Radar, ne, hat gesehen, dass er kommt, hat auch gesagt, hier kommt er. Also er wird jetzt auf dem Radar die ganze Zeit kleben. Stims nutzen, Stims natürlich auch extrem wichtig. Ganz enge Situation. Ja. Kurz chillen. 2 noch, den hat er, nur noch einer. Ja, und jetzt macht er das Ding natürlich auch zu. Aber man sieht, wie on fire er hier ist, ne? Und da ist es. Ganz klar. Das ist auch für ihn was Besonderes, wie man an seiner Freude merkt. Und es ist ja auch wirklich nicht einfach. Ich bin jetzt auch gestern noch knapp daran vorbei. Das liegt aber auch daran, dass ich Level 20 bin und nicht die ganzen Perks so habe, wie ich sie gerne hätte. Also es ist auch durchaus machbar, aber wie gesagt, da haben wir auch im Team gespielt, hatten eine gute Lobby. Ja, also in der normalen Lobby keine Chance. Ganz ehrlich. Aber Glückwunsch an der Stelle. Verdient. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was euer Killrekord ist, ob ihr schon eine Nuke gespielt habt. Wenn ja, wie viele? Habe ich Tipps vergessen, die euch einfallen? Schreibt mir das alles in die Kommentare. Und übrigens, kommt auch gerne mal in unseren Discord-Channel. Ich mache jeden Dienstag Community Games, da zocke ich mit euch. Wir sind eine kleine Gruppe mittlerweile. Macht richtig Bock. Und wenn ihr auch mal euer Gameplay analysiert haben wollt, schreibt das auch gerne in die Kommentare und kommt in Discord und meldet euch dort. Dann analysiere ich mal euer Spiel und nicht immer nur der Pros, ja, wo alles perfekt läuft. Ja, und ansonsten unterstützt mich gerne mit einem Abo und einem Like und auch einem Kommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao mit V.